Ich bin Josef Mader, 75 Jahre, seit gut 10 Jahren Rentner, bin verheiratet, habe eine Tochter, 2 Enkelkinder und einen Dackel Anton. Das war's im Groben. Die Ursache war meine Hausärztin, die zu mir bei einer Routineuntersuchung gesagt hat, ich solle doch mal zum HNO-Arzt gehen und mir mein Gehör untersuchen lassen. Ich war am Anfang ganz baff, wieso sie da drauf kommt, habe aber gefolgt, bin dorthin. Als ich dann rauskam, war ich natürlich sensibilisiert. Ich wusste dann, warum meine Frau immer wieder zu mir sagt, stell doch den Fernseher ein bisschen leiser. Habe mich vorher immer gewundert, warum wohl, war doch alles in Ordnung. Oder wir gingen einmal spazieren und da zirpten die Grillen und meine Frau sagte, das ist ja Wahnsinn heute, wie die Grillen zirpen. Und ich war da gestanden und habe nichts gehört. Und das war für mich fast ein Schock, weil sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Und da hatte ich dann auch beschlossen, zum Akustiker zu gehen, mir ein Rezept vorher zu holen. Ja, und dann lief die Maschinerie an. Das war ein Kunststoff. Und zwar war das am Anfang sehr gut. Das hat mir gut getan, hat mir gefallen. Aber dann nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal nach einem Jahr, traten dann Verfärbungen ein. Es wurde im Endeffekt, schaut es unhygienisch aus. Es war teilweise dann am Schluss zu widerlich, die Dinge da reinzutun. Und ich habe mir nur gedacht, blau, das ist ja so sichtbar, da sieht ja jeder, dass ich da einen Hörfehler habe. Dann habe ich den Prospekt nochmal genommen, habe mit meiner Frau drüber geredet, die auch sofort blau. Mir hat sie natürlich sehr gut gefallen, also habe ich mich dann für blau entschieden. Da kann ich vielleicht noch eine kurze Geschichte erzählen dazu. Gerne. Da war ich mal mit dem Hund spazieren, da kommt mir ein Jogger entgegen und ich bin auf die Seite, habe den Hund so auf die Seite getan und der Jogger, der macht es immer so und lächelt mich an. Und dann schaue ich ihn an, da sehe ich, er hat auch was Titanblaues im Ohr, aber das waren In-Ear-Lautsprecher. Und er hat wahrscheinlich gemeint, ich trage die gleichen und hat immer da drauf gezeigt. Und da haben wir uns angelacht. Ich habe dann meinen Daumen nach oben und dann sind wir wieder auseinander. Ja, das war ein Problem für mich ganz am Anfang, bevor ich die dann gekauft habe. Titan, Edelmetall, ist ein sehr guter Wärmeleiter. Da hatte ich die Befürchtung, im Sommer heiße Ohren zu bekommen und im Winter kalte, weil ja die gute Wärmeleitung die Temperaturen von außen annimmt. War aber überhaupt nicht der Fall. Ich merke keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter, zwischen heiß und kalt. Im Alltag, ich merke die gar nicht mehr, dass ich die trage. Ich höre sehr gut damit, was halt im Rahmen meiner Hörfähigkeit mit dem Hörgerät ist. Also es ist tadellos. Meiner Frau gefallen sie. Ich habe nie was Negatives von jemandem gehört. Mein einer Enkel, der hat zu mir gesagt, der Opa hat coole Ohrenstöpsel. Das war die Resonanz, also nie was Negatives gehört.